Ja, da war irgend so ein Arschloch wieder am Werke. Wenn so die zwei richtigen Männer aufeinandertreffen, weißt du, dann kracht's einfach. Aus meinem Blickwinkel hatte der natürlich völlig Unrecht mit dem, was er gesagt hat. Und aus seinem Blickwinkel hatte ich natürlich völlig Unrecht mit dem, was ich gesagt habe. Es ging darum, dass wir eigentlich illegal in Kenia waren. Wir wurden am Flughafen Nairobi empfangen. Wir hatten ein E-Visum beantragt und das auch genehmigt bekommen für 90 Tage und haben dem empfangenden Einwanderungspolizisten unseren Reisepass in die Hand gedrückt und unser ausgedrucktes E-Visum, welches besagte, hier Joshua Steinberg bekommt 90 Tage in Kenia. Dann hat er das beides genommen, hat uns nicht weiter angeguckt, hat einen Stempel da reingedrückt, 5 Hieroglyphen drüber geschrieben und uns das zurückgegeben. So, für mich war jetzt klar, ich habe da jetzt 90 Tage Visum, weil das stand ja in Computerlettern auf meinem E-Visum. Wir sind dann 2 Monate in Kenia gereist, kamen an die Grenze und dann sagt der Typ, ja, ihr hättet ja vor einem Monat ausreisen müssen. Sag ich, warum? Ja, hier steht doch eindeutig 1 Monat. Und dann zeigt er auf diese Hieroglyphen über dem Stempel und da stand ein M-O-T. Aber weder das M noch das T waren eindeutig zu identifizieren. Also mehr oder weniger stand da drüber 1 month, also 1 Monat. Aber kommentarlos hat er uns das zurückgegeben. Ich konnte das nicht lesen und für mich hatte das gar keine Bedeutung. Ich dachte, das wäre seine Unterschrift. Naja, und der Typ war jetzt total sauer auf uns, wie wir illegal im Land bleiben können und hat uns da fertig gemacht und sag ich, pass mal auf, mein Freund. Ich kenne eure Regeln nicht. Ich bin hier nur zu Gast und wenn man mir 90 Tage Visum erteilt und dann irgendwie der Grenzoffizier entscheidet, es ist nur 1 Monat, dann wäre es doch das Mindeste, mir zu erzählen, pass auf, ich habe euch nur 1 Monat gegeben. Um mich überhaupt darauf zu bringen, dass ich keine 90 Tage habe, das sah der anders. Es ist in meiner Pflicht, das zu überprüfen und nachzufragen und das zu lesen und jemanden zu fragen, wenn ich das nicht lesen kann. Und dann ging die Diskussion los. Und das Problem war, für den war das klar, weil der hatte das Problem vielleicht schon 1, 2 Mal und konnte nicht verstehen, wie wir da nicht nachgefragt haben. Aber für mich war das Problem nicht existent, weil es war irgendwie meine Grenze 100 im Leben, keine Ahnung, und sowas ist mir noch nie passiert. Und für mich war das ganz normal, dass die Leute das erklären und woher ich das wissen soll, habe ich nicht verstanden. Naja, und dann, wir hatten keine gemeinsame Basis, weißt du, seine Welt, die fängt 100 Meter da hinten an, wo die Schranke in seinen Grenzübergang ist und die hört 50 Meter in die andere Richtung auf, wo die Schranke zu Tansania ist. Und meine Welt hat irgendwie, was weiß ich, fast 200 Länder und ein paar davon habe ich schon gesehen und wir hatten einfach nicht die gleichen Vorstellungen von der Grenze und das ist wie wenn die Jungs vom Auswärtigen Amt uns irgendwie einen erzählen wollen, wie man in dem Land reist. Naja, wir Reisenden wissen, was dabei rauskommt, wenn man auf dieser Seite was liest. Und das sind auch Menschen, die hinter einem Bürotisch sitzen und meinen, von dort aus würden sie die Welt verstehen. Naja, und wenn dann so zwei Fronten aufeinandertreffen, dann kracht's halt mal. Und meine Konsequenz war, weißt du, wenn du mich nicht in dein Land lassen willst, dann setze ich mich auf mein Motorrad und fahre in dein Land, weil das ist genauso gut mein Land, wie es deines ist. Die Welt gehört jedem und nur weil da eine Linie auf der Landkarte ist, heißt das nicht, dass mich das von irgendwas abhält. Und naja, die Joanna war da ein bisschen anderer Meinung und die musste dann die Wogen glätten. Ich saß schon auf meinem Bike, hatte den Schlüssel rumgedreht und habe gesagt, guck mal, da ist Tansania. Das Tor ist offen. Für mich gibt es hier jetzt nichts mehr zu diskutieren. Ich fahre da jetzt rein und so wie ich hier reinfahre, fahre ich auf der anderen Seite wieder raus. Alles gut. Und das habe ich auch schon 3-mal gemacht und ich hatte nie Probleme damit. Ja, letzten Endes hat es dann eine halbe Stunde gedauert. Der musste noch mal zeigen, wer hier der Boss ist. Es läuft nach seiner Zeit und nicht nach unserer. Und als er uns dann gezeigt hat, wer den längeren hat und er das Gefühl hatte, dass wir das akzeptiert haben, was zumindest von meiner Seite nie passiert ist, aber dann konnte er uns den Stempel reindrücken und nochmal zeigen, ja, hier, ne, mein Land, ich bin der Beste. Ja, und das war's. Es war nur so ein bisschen Machtspielchen, wie es oft so ist. Ja, unser Freund Mois. Wir wollten da eigentlich nicht hinfahren, aber nachdem wir irgendwie die 3. Einladung nach Dar es Salaam hatten, haben wir gesagt, na, fahren wir da jetzt mal hin, sagen unseren Freunden mal Hallo.
wir haben dann gedacht, ach, vielleicht ist es doch mal ganz interessant und haben ihn dann angerufen, ob denn die Einladung noch steht. Und dann sagt er, ja, na klar, ich habe da ein Ferienhaus, eines meiner Ferienhäuser, da könnt ihr drinnen wohnen. Und dann haben wir mehr oder weniger direkt an der Küste, etwas außerhalb von Dar es Salaam, zu einem Ferienhaus gewohnt. Kamen da an, da war da der Gärtner und der Koch und der Security. Und mit dem Koch musste der Josh dann einkaufen gehen, durfte nichts bezahlen. Ja, das war schon ein bisschen komisch für uns, das sind wir nicht so gewöhnt. Aber da ist das normal, da wäscht keiner sein Geschirr selbst. Also es ist gang und gäbe, dass da jeder seine Angestellten hat und damit ja auch irgendwie ein bisschen seines Kapitals wieder unter die Leute mischt. Er hat ein sehr super modernes Krankenhaus gebaut in Dar es Salaam. Und da hat er uns mal eben mit hingenommen nach dem Essen und hat uns eine komplette Führung durch das hochmoderne Krankenhaus gegeben. Also der Titel Scheich zeichnet sich ja dadurch aus, entweder religiös oder weil man etwas für die Menschen tut. Also, und deswegen hat er den Titel gekriegt, weil er sich quasi ehrenamtlich dafür einsetzt, Gutes zu tun für die Menschen. Und da hat er halt eben mal schnell ein Krankenhaus gebaut, um den Menschen was Gutes zu tun. Und dann mit der modernsten Technik und alles drum und dran. Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit was man es vergleicht. Also die Menschen sind im Schnitt schon sehr freundlich. Wenn man jetzt aus Europa kommt, wo man sich ja in einer mittelgroßen Stadt kaum noch Hallo sagt, sind die Menschen dort schon echt offen und freundlich. Vergleicht man es aber jetzt zum Beispiel mit dem Sudan oder auch mit Kenia, waren die Leute in Tansania manchmal nicht unfreundlich, aber ich sag mal zurückhaltend und teilweise, wie soll man es sagen, man wird ja immer dann gleich als, was weiß ich, was hingestellt, wenn man sagt faul, aber manche da waren schon echt faul. Du hast jetzt nicht nur so Menschen getroffen. Also es waren auch viele, wie gesagt, die Einladung vom Scheich, unserer anderen Freundin Dar es Salaam. Es war schön, ich würde wieder nach Tansania reisen. Ich will es nicht zu negativ darstellen. Aber verglichen mit Kenia, wenn ich mich entscheiden müsste, Kenia oder Tansania, es wäre immer Kenia. Sambia und Tansania, es wäre auch immer Sambia. Also es war ein schönes Land, es lohnt sich isoliert an sich. Aber wenn du dir einen Ort in der Welt aussuchen müsstest, es wäre nicht die erste Wahl. Weil halt, wie gesagt, es war so ein bisschen gemischt. Also die Menschen in Tansania waren natürlich auch freundlich und nett, aber tatsächlich fanden wir die Gastfreundschaft in Kenia war größer. Also, ne? Wir sind nicht so in die Kultur eingedrungen wie in Kenia. Es war irgendwie nicht so einfach. Und wir sind durch das ganze Land auch in 5 Wochen durchgefahren, weil wir gesagt haben, wir machen nichts Touristisches hier. Ich glaube, dann hat man auch vielleicht einfach zu wenig Zeit, das wirklich zu erkunden. Ja, Conny und Mathis haben wir das erste Mal getroffen in Italien, in Sizilien, glaube ich tatsächlich. Hatten dann Nummern ausgetauscht, auch 2 Mopedfahrer aus Deutschland, haben uns gut verstanden, trotz des Altersunterschiedes. Die beiden sind Mitte 50 und sie sagten halt, das war dann im April, Mai, als wir in Tansania waren. Sie sagten dann, wir haben jetzt hier das Jahr freigenommen und wir sind jetzt schon wieder 4 Monate zu Hause im kalten Deutschland mit Corona und wir wollen jetzt noch irgendetwas machen. Und haben sich dann dazu entschieden, wenigstens noch ein bisschen Urlaub zu machen und sind nach Tansania geflogen. Die haben, ich weiß gar nicht, vor vielen Jahren in Tansania gelebt für 2 Jahre und deswegen hatten die natürlich ein Herz für Tansania. Und ja, das war einfach schön. Ich meine, wir hatten uns ja 2-mal nur getroffen, aber irgendwie war das da schon eine Freundschaft entstanden und die hat sich dann natürlich in Tansania noch verfestigt. Das geht uns oft so. Der Altersunterschied spielt eigentlich bei Reisenden selten eine Rolle und wir treffen viel oder sehr oft ältere Reisende, einfach weil, viele Menschen in unserem Alter machen solche großen Reisen nicht oder arbeiten erstmal, legen den Wert auf Karriere oder auch dann auf Familie.
Deswegen treffen wir eigentlich meistens ältere Reisende und man hat aber dann so viele gemeinsame Erfahrungen, dass der Altersunterschied überhaupt gar keine Rolle spielt. Wir haben in Südamerika ein Pärchen getroffen, die waren beide über 70 und sind mit dem Motorrad gereist. Und da hat man aber trotzdem genug Gesprächsstoff. Da spielt das Alter keine Rolle. Und der Willi hat da jetzt so ein kleines Häuschen, eine kleine Farm eigentlich mit 1, 2 Schweinchen und ein paar Hühnern und ist da so ein Urgestein. Und der Willi hat dort auch 2 Kinder adoptiert. Der eine hat, glaube ich, eine relativ ernsthafte Autoimmunerkrankung. Der wird nicht sehr alt werden. Ja, der Willi hat dem ein Zuhause gegeben, hat den da aus seinem vielleicht nicht so gesundheitsförderlichen Umfeld rausgeholt. Der wohnt jetzt bei dem. Ja, Willi ist so ein ganz gemütlicher, ja, fast schon ein Großvater auf diese positive, beruhigende Art und Weise. Und er gibt den Kids da echt ein Zuhause. Und das war schön zu sehen, wie ausgeglichen der da lebt. Und dass man doch so als einzelner Mensch da schon zumindest für den einen oder anderen wirklich einen Unterschied machen kann. Das war sehr inspirierend. Und natürlich auch ein super gastfreundlicher Mensch. Wir waren willkommen. Wir haben dort, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Tage mit ihm verbracht. Er hat uns standesgemäß ein Schnitzel gebraten mit Panade und Pommes. Und irgendwo ist man doch deutsch, das wird man nie los, ne? Oder 40 Jahre nicht. Und ja, wir haben uns so willkommen da gefühlt und hatten da eine schöne Zeit. Nee, das war so auf jeden Fall eines der Highlights da unten am Malawisee. Ja. Die ist drin. Die Milchschnitte. Das kann weitergehen. Da lacht die Anna.